Hallo und herzlich willkommen. Heute lernen wir Deutsch mit der Geschichte Ein Sonntag in Berlin. Hört gut zu, entdeckt neue Wörter und habt Spaß beim Zuhören. Los geht's. Ein Sonntag in Berlin. Sonntag in Deutschland, der Tag, an dem man das Gefühl hat, die ganze Welt wäre auf Pause gedrückt. Ich bin Lara, und seit ein paar Jahren lebe ich in Berlin. Ursprünglich komme ich aus Spanien, und wenn ich ehrlich bin, war der deutsche Sonntag eine der größten Überraschungen für mich. In meiner Heimat ist der Sonntag der lebendigste Tag der Woche, die Straßen sind voller Menschen, die Märkte haben geöffnet, und man trifft sich mit der Familie oder Freunden zum Essen. Hier in Deutschland ist es anders. Viel ruhiger. Am Anfang dachte ich, das wäre langweilig. Jetzt schätze ich diese Ruhe. Der Sonntag in Deutschland ist der Ruhetag schlechthin. Geschäfte sind geschlossen, die Straßen sind fast leer, und selbst in Berlin, dieser hektischen Großstadt, spürt man eine fast unheimliche Stille. Man sieht Familien im Park spazieren, Nachbarn, die ihre Gärten pflegen, und überall ist es leise. Und dann gibt es da noch die Mülltrennung. Mülltrennung gibt es in Spanien auch, aber hier in Deutschland ist das Ganze eine Wissenschaft. Es gibt 5 verschiedene Tonnen, und jede hat ihren festen Zweck. In Spanien sind wir da vielleicht ein bisschen entspannter. Man trennt den Müll, aber es wird nicht so streng kontrolliert wie hier. Frau Müller, meine Nachbarin aus dem Erdgeschoss, nimmt das Thema sehr ernst. Sie ist eine typische deutsche Penibel, immer freundlich, aber auch streng, wenn es um Regeln geht. Letztens hat sie mir erklärt, dass Plastikdeckel vom Joghurt getrennt werden müssen, bevor sie in den gelben Sack kommen. Klingt einfach, oder? Aber ich habe das Gefühl, dass ich trotzdem immer etwas falsch mache. Heute ist Sonntag und das Wetter ist perfekt für einen Spaziergang. Wolkig, aber nicht zu kühl. Ich beschließe, mir ein Eis zu holen und den Park zu besuchen. Doch bevor ich gehe, fällt mir etwas Wichtiges ein. Der Müll muss raus. Und das, bevor Frau Müller merkt, dass ich wieder den Biomüll zu lange stehen gelassen habe. Also gut, auf geht's. Ich schnappe mir den prall gefüllten Bioabfall und den Restmüll und schleiche mich durch den Flur. Die alten Holzdielen knarren unter meinen Füßen, aber ich versuche, so leise wie möglich zu sein. In Deutschland gilt, sonntags darf man keinen Lärm machen. Alles muss ruhig ablaufen, selbst Müll rausbringen ist eine stille Angelegenheit. Vor allem, wenn Frau Müller im Erdgeschoss direkt an der Tür wohnt. Gerade als ich die Haustür erreiche, passiert es. Der Bioabfallsack reißt. Kartoffelschalen, braune Bananen und ein vergessener Apfel rollen über den Flur. Es macht einen lauten Platsch und ich halte den Atem an. Das war's. Frau Müller wird das gehört haben. Ich drehe mich um und da steht sie. In ihrem karierten Morgenmantel, die Haare ordentlich hochgesteckt. Ihr Gesichtsausdruck? Neutral, aber ich weiß, dass sie die Situation genau beobachtet. Lara, sagt sie mit einem sanften Lächeln, das mir aber nicht viel Hoffnung macht, alles in Ordnung bei dir? Ja, nur, ein kleines Mal höher, antworte ich unsicher, während ich versuche, die Gemüseschalen wieder in den Sack zu stopfen. Die Anspannung ist spürbar. Was, wenn sie mir jetzt eine weitere Mülllektion erteilt? Ich warte darauf, dass sie mir genau erklärt,
wie ich den Biomüll richtig zu entsorgen habe. Frau Müller tritt einen Schritt näher, wirft einen kurzen Blick auf das Chaos und lächelt dann breiter. Weißt du, sagt sie, das ist mir auch schon passiert. Lass uns das schnell aufräumen, bevor jemand anders es sieht. Ich bin überrascht. Frau Müller hilft mir? Diese Frau, die normalerweise jeden meiner kleinen Fehler bemerkt und mich dann freundlich, aber bestimmt darauf hinweist, wie es richtig geht? Ohne ein weiteres Wort holt sie einen zweiten Müllbeutel, und zusammen sammeln wir die Überreste auf. Währenddessen erklärt sie mir ganz beiläufig, dass die Stadt am Montag neue Mülltonnen liefern wird, stabilere, wie sie betont, und dass solche Missgeschicke dann nicht mehr passieren sollten. Nachdem wir das Chaos gemeinsam beseitigt haben, lehnt sich Frau Müller entspannt gegen die Wand und atmet tief durch. Sie schaut mich mit einem warmen Lächeln an, das ich von ihr nicht unbedingt erwartet hätte. Weißt du, sagt sie und deutet auf die nun ordentlich gefüllten Müllsäcke, manchmal passiert so etwas einfach. Da kann man noch so vorsichtig sein. Selbst ich habe schon den Müll über den ganzen Flur verteilt. Und glaub mir, das war nicht schön. Ich lache erleichtert, und sie lächelt zurück. Es fühlt sich gut an, zu wissen, dass auch Frau Müller nicht immer perfekt ist. Danke, dass du mir geholfen hast, sage ich. Ich dachte schon, ich hätte alles falsch gemacht. Ach was, sagt sie und winkt ab. Mach dir keinen Kopf. Wir Deutschen neigen dazu, bei solchen Dingen manchmal zu streng mit uns selbst zu sein. Aber am Ende des Tages ist doch das Wichtigste, dass alles irgendwie klappt, oder? Ich nicke, überrascht von dieser unerwarteten Seite an Frau Müller. Vielleicht habe ich sie die ganze Zeit unterschätzt. Hinter ihrer strengen Art steckt offensichtlich viel mehr Menschlichkeit und Verständnis, als ich dachte. Das Eis habe ich fast vergessen, aber nachdem wir den Müll draußen verstaut haben, verabschiede ich mich von Frau Müller und mache mich auf den Weg zum Park. Die Straßen sind leer, nur ein paar Leute sitzen in den kleinen Cafés, die am Sonntag geöffnet haben. Die frische Luft tut gut, und ich genieße den Moment der Ruhe, während ich durch den Park schlendere. Im Park angekommen, setze ich mich auf eine Bank und beobachte die vorbeigehenden Menschen. Die Bäume rascheln sanft im Wind, und irgendwo in der Ferne höre ich Kinder lachen. Ein altes Ehepaar spielt Schach auf einer der Steinbänke, und eine Gruppe Jugendlicher liegt auf der Wiese und genießt die letzten warmen Herbsttage. Alles wirkt so entspannt, so friedlich. Auf dem Rückweg denke ich über den Tag nach. Es ist nicht das erste Mal, dass ich an einem Sonntag etwas lerne, aber heute war es anders. Heute habe ich etwas über meine Nachbarin gelernt, über die deutsche Art und vielleicht auch ein bisschen über mich selbst. Sonntage in Deutschland sind wirklich etwas Besonderes. Es ist nicht nur die Stille oder die geschlossenen Geschäfte. Es ist die Gelegenheit, einfach mal einen Gang zurückzuschalten und das Leben zu genießen, ohne den Stress, immer alles perfekt machen zu müssen. Selbst Frau Müller, die Perfektionistin, hat mir das heute gezeigt. Als ich wieder in meiner Wohnung bin, mache ich mir einen Tee und setze mich auf meinen Balkon. Die Sonne ist fast untergegangen, und die Vögel zwitschern noch leise in den Bäumen. Ich denke daran, wie nervös ich heute Morgen wegen des Mülls war, und muss lachen. Am Ende des Tages war es doch nur ein kleiner Unfall, einer,
der mir geholfen hat, das deutsche Leben ein Stück besser zu verstehen. Vielleicht werde ich heute Abend wirklich Tatort schauen. Irgendwie fühlt sich das richtig an, um den perfekten deutschen Sonntag abzurunden. Und was den Müll angeht, nächstes Mal mache ich das früher, versprochen. Es ist Sonntagmorgen, und die Straßen von Berlin sind ganz still. Es ist Sonntagmorgen, und die Straßen von Berlin sind ganz still. Ich stehe auf meinem Balkon und genieße die Ruhe. Ich stehe auf meinem Balkon und genieße die Ruhe. In der Küche mache ich mir Frühstück und trinke eine Tasse Kaffee. In der Küche mache ich mir Frühstück und trinke eine Tasse Kaffee. Ich sehe den vollen Mülleimer und weiß, dass ich den Müll rausbringen muss. Ich sehe den vollen Mülleimer und weiß, dass ich den Müll rausbringen muss. Vorsichtig gehe ich durch den Flur und hoffe, niemanden zu wecken. Vorsichtig gehe ich durch den Flur und hoffe, niemanden zu wecken. Plötzlich reißt der Müllbeutel, und der ganze Müll fällt auf den Boden. Plötzlich reißt der Müllbeutel, und der ganze Müll fällt auf den Boden. Ich knie mich hin und versuche, den Müll schnell aufzusammeln. Ich knie mich hin und versuche, den Müll schnell aufzusammeln. Dann sehe ich Frau Müller am Ende des Flurs stehen. Dann sehe ich Frau Müller am Ende des Flurs stehen. Sie schaut zu, wie ich den Müll aufhebe, und ich werde nervös. Sie schaut zu, wie ich den Müll aufhebe, und ich werde nervös. Aber dann kommt sie zu mir und hilft mir, alles aufzuräumen. Aber dann kommt sie zu mir und hilft mir, alles aufzuräumen. Als wir fertig sind, stehen wir auf und lächeln uns an. Als wir fertig sind, stehen wir auf und lächeln uns an. Ich bin froh, dass sie mir geholfen hat, es hätte viel schlimmer sein können. Ich bin froh, dass sie mir geholfen hat, es hätte viel schlimmer sein können. Der Flur ist jetzt sauber, und ich fühle mich erleichtert. Der Flur ist jetzt sauber, und ich fühle mich erleichtert. Später gehe ich im Park spazieren, die frische Luft tut gut. Später gehe ich im Park spazieren, die frische Luft tut gut. Ich sehe einige Leute, die ich kenne, aber ich genieße die Ruhe für mich. Ich sehe einige Leute, die ich kenne, aber ich genieße die Ruhe für mich. Ich bleibe kurz stehen, um zwei Männer beim Schachspielen zu beobachten. Ich bleibe kurz stehen, um zwei Männer beim Schachspielen zu beobachten.
Die bunten Herbstblätter fallen leise zu Boden, es ist sehr friedlich. Die bunten Herbstblätter fallen leise zu Boden, es ist sehr friedlich. Plötzlich sehe ich Frau Müller, wie sie ihren Hund spazieren führt. Plötzlich sehe ich Frau Müller, wie sie ihren Hund spazieren führt. Wir winken uns zu, und es fühlt sich gut an, sie wiederzusehen. Wir winken uns zu, und es fühlt sich gut an, sie wiederzusehen. Wieder zu Hause setze ich mich auf den Balkon und trinke eine Tasse Tee. Wieder zu Hause setze ich mich auf den Balkon und trinke eine Tasse Tee. Die Sonne geht unter und taucht alles in ein warmes Licht. Die Sonne geht unter und taucht alles in ein warmes Licht. Am Abend kuschle ich mich auf das Sofa und schalte den Fernseher an. Am Abend kuschle ich mich auf das Sofa und schalte den Fernseher an. Tatort beginnt, und ich entspanne mich nach dem langen Tag. Tatort beginnt, und ich entspanne mich nach dem langen Tag. Ich denke über den Tag nach und bin dankbar für die kleinen Momente. Ich denke über den Tag nach und bin dankbar für die kleinen Momente. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die den Tag besonders machen. Manchmal sind es die einfachen Dinge, die den Tag besonders machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen die Geschichte gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal für mehr unterhaltsame Lerninhalte auf Deutsch. Bis zum nächsten Mal.